Join the World of Yu-Gi-Oh! So heißt es in dem neuesten Werbeclip vom offiziellen europäischen Yu-Gi-Oh! Kanal. Und er lädt damit die junge Generation ein, mehr an der Turnierszene von Yu-Gi-Oh! Teilzuhaben. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video-Essay zum Thema: Ist Yu-Gi-Oh! Eigentlich ein Kinderspiel oder eben nicht? Das Thema wird immer wieder irgendwie diskutiert, größtenteils in der englischsprachigen Szene. Zuerst hat das Yu-Gi-Oh! Turnier gemacht vor 8 Jahren, dann vor 6 Jahren Galactic God und eben auch das Team APS, einmal vor 4 Jahren und jetzt eben neuerdings vor einem Jahr. Und ich würde mich gerne das mal als deutscher YouTuber damit beschäftigen und das vielleicht ein bisschen als Diskussion auf jeden Fall auch mal ein bisschen raustragen. Denn das ist ein spannendes Thema und das ist auch ein ziemlich relevantes Thema, was, finde ich, immer so ein bisschen mitschwingt, wenn man eben das Marketing von Konami beobachtet und dann eben als vielleicht irgendwie junger Erwachsener das Spiel spielt und sich fragt, fühle ich mich überhaupt angesprochen noch vom Spiel oder fühle ich mich verstanden? Und ja, da würde ich gerne mal drüber reden. Als kleine Einführung dieser neue Werbeclip, der sich eben eher an 6- bis 12-Jährige richtet, die eben jetzt zu der Turnierszene dazukommen sollen. Und ich finde das ganz interessant auf jeden Fall, weil meine Erfahrung war damals, dass ich in das Spiel gekommen bin durch den Anime zuallererst und eben dadurch, dass mein Bruder sich ein Structure gekauft hat und wir dann zusammen einfach gespielt haben, einfach komplett einfach auch ohne Regeln teilweise oder noch gar nicht verstanden haben, was eigentlich so hinter den ganzen Karten steckt, hinter den Kombos. Und ich würde sagen, es gibt so 3 Phasen. Die erste ist eben diese Annäherung ans Spiel durch den Anime, durch Freunde. Und dann, dass man irgendwie auch mal in der Schule spielt und sich dann eben weiter informiert. Das wäre dann die Phase 2, dass man googelt, was gibt es für Regeln, was gibt es für Karten. Einfach sich ein bisschen aneignet und schon mal auf Turniere geht, sich eben die ganzen Decks mal anschaut und wie sie funktionieren. Auf jeden Fall sich mit der ganzen Thematik Yu-Gi-Oh! Beschäftigt. Und die dritte Phase wäre dann eben, dass man schon ein bisschen gespielt hat, dass man Freunde gefunden hat, mit denen man zusammen auf Turniere fährt und dass man einfach in der Community angelangt ist. Und dann ist man auch auf jeden Fall ziemlich fest im Spiel drin und will eigentlich gar nicht mehr loslassen, weil man eben ein Hobby hat, was zusammenschweißt. Und das ist ziemlich cool. Aber die Frage ist eben, fühlt man sich dann, wenn man da angekommen ist, noch angesprochen von dem, was Konami macht? Wobei ich mir dann auch immer die Frage stelle, ob das überhaupt dann relevant ist, weil man ja irgendwie sich und seine Leute gefunden hat und dieses Marketing einen ja eigentlich gar nicht mehr so interessieren sollte. Das ist echt interessant eigentlich, weil die Kinder, die wollen ja eigentlich eher Erwachsene sein und trotzdem sehen wir halt Werbespots für Kinder. Und die Erwachsenen denken sich dann so, wow, das ist eigentlich ein Kinderspiel und das ist doch doof. Jetzt eben auch der neue Werbeclip. Offensichtlich sind ja die Artworks und so sind viel kindgerechter geworden über die Zeit. Nur die Effekte und die ganzen Regeln nicht. Und das ist halt so ein kleiner Widerspruch, der so eine Spannung erzeugt. Und das macht ja schon was mit einem, wenn man ja eben sieht, dass das Marketing ja sich komplett auf Kinder fokussiert und man selbst dann eben das Spiel spielt, aber dann doch eben so ein Hobby gefunden hat, was ja echt ein echtes Hobby ist. Da weiß man nicht mehr weiter. Ist es jetzt ein Spiel, wo ich mich irgendwie gefangen habe oder so? Oder was will ich das noch verfolgen? Weil ich nicht verstanden werde von der Company, die das Spiel macht. Es ist schwer. Und ich finde, man muss ein bisschen darüber nachdenken, wie Konami das sieht, denn sie wollen natürlich das zukünftige Publikum kriegen, was dann im Prinzip dann auch irgendwann in der 3. Phase landet, also eine Community findet, Freunde findet, mit denen man auf Turniere fährt. Und da muss man natürlich auch die jungen Leute ansprechen. Die Frage ist natürlich, ist das nicht vielleicht eher eine Falle dann? Weil die Werbung ja ganz klar eben auf dieses eine coole Zeit zusammen und tolle Karten und so abzielt. Aber dann, wenn man dann sich diese Karten kauft oder eben sich vielleicht ein bisschen mehr informiert über die Decks, dann wird man erstmal ein bisschen zurückschrecken. Weil die Karteneffekte, die Kombos, die sind ja schon ziemlich happig. Da wird man erstmal dran sitzen, um das zu verstehen. Selbst eben, ich will jetzt nicht sagen Profispieler, aber schon alteingesessene Spieler verstehen teilweise eben Regeln noch nicht. Besonders eben zu neueren Karten. Man muss sich immer wieder weiterbilden. So ist es einfach bei Yu-Gi-Oh! Und das dann einem Kind zuzumuten, einem 6-Jährigen oder 7-Jährigen, ist natürlich schon ziemlich krass. Aber wie gesagt, ich glaube, dass es eben ein Prozess ist. Yu-Gi-Oh! Man wird früh damit konfrontiert, über den Anime wahrscheinlich, oder eben Freunde oder der Schule. Und dann wird man langsam in diese Turnierszene reingetragen. Und
Das vergessen, glaube ich, ziemlich viele bei dem Diskurs. Auch wenn es eben Dragon Duel gibt, gibt es da eben auch eine große Diskrepanz von den 12-Jährigen zu den eben 7-Jährigen, die dann irgendwie mal ein Structure gekauft haben und dann irgendwie auf Turniere fahren, und eben den 12-Jährigen, der eben von seinen Eltern irgendwie das ganze Deck gekauft bekommen hat. Also ist dann natürlich schon vielleicht auch unfair, aber das ist natürlich auch ein großes weiteres Thema für sich. Mir geht es erstmal darum, ja, wie vermarktet Konami das und wie kann man sich vielleicht auch als Erwachsener ja, von dem Spiel auch angesprochen fühlen. Dass es eben nicht nur dieses Kinderspiel ist, was überall bunte Farben hat und süße Artworks, was weiß ich, sondern eben, dass das Spiel als Strategiespiel vermarktet wird, was es eben ist. Und ich glaube, das wird wenigstens den Erwachsenen nochmal das Gefühl geben, dass man eben doch ein Hobby gefunden hat, was nicht irgendwie nicht zum Alter passt oder so. Lustigerweise machen das andere Spiele ja auch, die aus den 90ern kommen, zum Beispiel eben Pokémon. Pokémon Sun Moon, die werden ja auch kompetitiv gespielt, eben auch von allen möglichen Altersklassen. Haben dann natürlich auch 3 Ligen und nicht nur das Dragon Duel, sondern eben noch eine weitere Liga. Und das finde ich auch interessant, dass man vielleicht eine weitere Liga einführen könnte als Lösung, keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich, dass es noch ein bisschen Spielraum gibt, was man da vielleicht noch verändern könnte, um eben so viel wie möglich Spieler zufriedenzustellen. Also kurz zusammengefasst, eigentlich ist es so, dass man als Spieler, als junger Spieler mit dem ganz, ganz einfachen, simplen Karten startet, mit dem Structure Deck zum Beispiel, dann eben auf simplen Level sich duelliert mit Freunden, in der Schule zum Beispiel, und dann sich langsam eben in diese Turnierserien reinwagt. Und dann, wenn man in dieser dritten Phase ist, wo man eben Freunde gefunden hat, mit denen man zusammen auf Turniere fährt oder eben zusammen auch privat spielt, dann kauft man sich halt eben auch eher Einzelkarten, keine Booster-Packs mehr, wo man sich auch fragt, na, da verdient Konami wahrscheinlich auch nicht so viel dran, höchstens am Eintritt bei Turnieren. Und da macht es natürlich schon Sinn, aus Verkäufersicht eher an das junge Publikum abzuzielen. Trotzdem muss man sich Gedanken machen über die Zufriedenheit der Spieler, besonders eben wenn so FTKs existieren und zum Beispiel der Firewall-Drache nur nicht verboten wird, weil er im Anime eben dem Protagonisten gehört und die Kinder ihn ja auch spielen sollten, und ein Errata wäre natürlich auch keine Möglichkeit, weil es auch zu komplex wäre und keine Ahnung. Das ist natürlich dann schade, und vielleicht muss man einfach damit leben. Vielleicht gibt es eben einfach diese 2 Parteien, Neuankömmlinge, die das Spiel gerade erforschen, und eben Spieler, die schon eben lange in der Szene drin sind, die auch ganz klar wissen, das ist ein Spiel, was Grips erfordert, wo man sich immer wieder neue Sachen aneignen kann und muss, und wo man eben auch seine Freunde hat, seine Community, und ich glaube, das muss dann jeder selber für sich irgendwie verordnen. Ihr seht, es ist ein spannendes Thema. Es gibt viel Input, was man irgendwie dazu nehmen könnte, was aber natürlich auch den Rahmen des Videos sprengen würde. Also frage ich mich jetzt, wie seht ihr das? Yu-Gi-Oh! Ein Spiel für Kinder? Ja, nein, wieso nicht? Und gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, wie ihr euch vielleicht irgendwie ein bisschen akzeptierter fühlen könntet? Was könnte Konami dafür tun, dass irgendwie Erwachsene sich auch angesprochen fühlen von den ganzen Marketingkampagnen? Wenn ihr da Ideen zu habt, schreibt es mal in die Kommentare, das würde mich auch interessieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.